Auf diese Folge heute freue ich mich ganz besonders, denn heute ist es endlich soweit. Wir mixen einen Song hier mit der Behringer Wing Compact und zwar alles übers Pult. Ab geht's! Ja, liebe Audio-Engineers, liebe Mixing-Freunde, das letzte Mal hatte ich euch die Wing Compact hier ja vorgestellt, hatte euch alle Features gezeigt und kurz durch die Software und über die Hardware geführt. Und heute checken wir wirklich mal aus, was das Pult kann. Das heißt, ich mixe heute einen Song komplett auf diesem Pult. Das einzige, was ich nutze, ist eine DAW im Hintergrund, Cubase, wo ich mir die Spuren rausschicke aufs Pult. Das mache ich deswegen, weil ich mir da die Spuren zurechtgeschnitten habe, dass die alle passen von der Länge her. Das ist einfacher, wie wenn ich das über die Winglife-Karte im Pult mache. Aber ansonsten machen wir alles über das Pult. Wir nutzen keine externen Effekte, keine Plugins, Samples, nichts. Alles, was ihr später hören werdet, kommt aus dem Pult. Ich habe mir dafür den Song Blinding Lights ausgesucht von The Weeknd, hier in einer speziellen Rock-Cover-Version von Lost Eden, einfach nur weil ich den mag, das hat jetzt keinen besonderen Grund, aber den mischen wir heute. Der Song ist erst vor 2 Tagen aufgenommen worden, in einer Live-Aufnahme in Möcklingen am 31.10. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie lange wir dazu brauchen. Ich mische das Ganze jetzt von der Biege auf, also ich habe noch nichts vorbereitet, noch überhaupt nichts. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Kanäle anlegen, wir müssen die Kanäle routen und so weiter. Es kann sein, dass das jetzt ganz schön lang dauert. Ich werde versuchen, das immer da, wo es geht, ein bisschen zusammenzuschneiden und zu reduzieren oder mit Zeitraffer zu arbeiten. Lehnt euch auf jeden Fall zurück, genießt das Ganze und ganz wichtig, hört das unbedingt mit einem guten Kopfhörer oder mit Studioabhörern an. Und bevor wir jetzt gleich in die volle Mischpraxis einsteigen, habe ich noch eine Bitte an euch. Abonniert meinen Kanal, nutzt dazu da unten den Subscriber-Button und verpasst nie mehr eine Folge, vor allem nicht in der nächsten Zeit, wenn es hier vermehrt um das Thema Behringer Wing Compact und Behringer Wing Rack geht. Auf geht's, lasst uns einen Song mixen. Also gut, das Pult ist jetzt wirklich komplett jungfräulich und ich baue mir jetzt erstmal meine Kanalstruktur auf. Ich sage es gleich vorweg, ich arbeite hier jetzt genauso, als würde ich mit einer DAW arbeiten. Das heißt, ich lege mir jetzt mal meine Input-Channels an, wie ich die immer habe. Und ich werde auf 1 bis 12 die Drums legen, 13 bis 24 die Instrumente und auf 25 bis 36 dann die Gesänge. Und den Rest, was ich sonst noch brauche, ordne ich dann dahinter an. Ich mische das Ganze dann runter auf Busse, von Bussen nochmal auf gruppierte Busse und dann auf den Main 1, das ist mein Zielkanal, also quasi meine Stereo-Summe später. Ich werde es jetzt so machen, ich lege jetzt mal 1, 2, 3 Kanäle an und dann habt ihr gesehen, wie es funktioniert und den Rest mache ich dann im Zeitraffer oder blende es aus, damit das nicht langweilig wird. Hier im Routing brauche ich jetzt natürlich nicht die Local Ins, sondern ich habe ja gesagt, meine Spuren kommen vom USB und hier definiere ich mir jetzt mal die Sources. Ich fange also oben an, USB 1. Ich habe hier auch die Kanalliste dazu, dass ich das weiß, ist grün und ist die Kick Out in dem Fall. Name Kick Out. So, next. Ich könnte hier gleich weitermachen mit Kick In. Und so ja, auf die Art und Weise gehe ich jetzt einmal hier das komplette Drumset durch. So, und jetzt machen wir aus den beiden Overhead-Kanälen noch einen Stereo-Kanal. Ich kann hier auf Settings und Stereo und jetzt sind die als Stereo-Kanal zusammengefasst. Das geht übrigens immer nur mit ungerade gerade. Also ich kann nur von ungerade auf gerade einen Stereo-Kanal kreieren. So, jetzt haben wir das Drumset angelegt und das gleiche mache ich jetzt mit dem Rest. So, wenn wir uns jetzt das hier mal anschauen, dann habe ich jetzt alle Kanäle angelegt. Also das heißt, ich habe hier oben das Schlagzeug, ich habe den Bass, eine Gitarre Stereo, eine Gitarre Mono, Keyboard Stereo, Sample Stereo, eine Vocal-Spur und eine Vocal 2 Spur. Und ja, die brauche ich jetzt natürlich hier unten, die Sources brauche ich jetzt hier unten auf meinen Channels. Der einfachste Weg, das jetzt hier zu lösen, ich gehe ins Routing und gehe auf Channels. Und kann jetzt hier, links habe ich die Channels, die ich belegen will und rechts habe ich die dazugehörigen Sources. Und ich kann jetzt einfach hier sagen, der Channel 1, der soll jetzt nicht Local In sein, sondern der soll von der USB kommen und mein Kick sein.
Channel 2, Kick-In und so weiter. Einmal durch. So, jetzt habe ich mir das hier einmal mit dem Drums belegt. Und ihr seht, ich habe mir jetzt die Snare bewusst, die Snare Top 3 mal angelegt, weil ich noch nicht genau weiß, was ich mit der alles machen muss, dass die am Ende richtig geil klingt. Deswegen hier 3-mal nebeneinander als Parallel-Channels angelegt. Dann müssen wir jetzt diese Instrumente in Gruppen schicken. Ich habe immer meine festgelegte Gruppenstruktur. Das heißt, wir definieren uns jetzt hier mal 4 bzw. 5 Busse. Der erste Bus, den ich brauche, das ist der Drums Bus. Dann brauche ich einen New York Drums Bus, der bekommt später eine New York Compression. Ich brauche eigentlich Bus nicht schreiben, ist ja klar. Dann der nächste wäre jetzt der Instrumentenbus, also alles außer Drums und Gesänge. Und der Vocal Bus. Vocals. So. Und dann mache ich mir hier noch einen Bandbus. So, auch hier vergeben wir ein paar Farben. Auch hier vergeben wir ein paar Symbole. Jetzt muss ich diese Busse mal vorkonfigurieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Bus, gehe auf Home, beziehungsweise hier auf die zweite Seite und sage hier, das sind Gruppenbusse. Das mache ich deswegen, dass die gleich richtig konfiguriert sind, weil sonst müsste ich in jedem Channel einzeln sagen, das ist ein Gruppenbus und so sind die gleich von vornherein als Gruppenbusse konfiguriert. So, und jetzt muss ich die einzelnen Kanäle hier an die Busse schicken. Das funktioniert jetzt recht cool hier über die Bussicht, hier an der Seite in dieser neuen Master-Sektion auf der Wing Compact. Ich klicke jetzt also hier auf den Drums Bus und der ist automatisch als Subgruppe angelegt. Das würde ich jetzt hier auch sehen, wenn ich einen Channel auswähle. Und wenn ich jetzt hier den Mute aufmache, dann sind automatisch alle Channels in dieser Subgruppe, wo der Mute auf ist. Ich schicke die Drums in den Drums Bus und in den New York Drums Bus und ich schicke außerdem in den New York Drums Bus noch den Bass. Genau, also ich muss hier mal noch die Instrumente anlegen. 13, das ist hier der Bass, 14, Gitarre, 15, Gitarre. Be careful. Und jetzt schicke ich quasi in die Instrumentengruppe die Instrumente und in die Vocal-Gruppe die Vocals. So, jetzt gibt es noch eine wichtige Sache, die ich einstellen muss. Ich gehe hier wieder raus. Wichtig ist, verlasst immer den Sensor- und Fader-Mode wieder, sonst hantiert ihr hier irgendwas rum und das hat keine Auswirkung. Jetzt muss ich die einzelnen Kanäle aus den Mains rausnehmen. Warum muss ich das machen? Weil ich sonst ja an meinen Gruppen vorbei die Kanäle durchschicken würde, direkt Richtung Main und die Gruppen hätten somit keinen Einfluss. Da gehe ich jetzt hier einmal durch. Man kann das übrigens auch einfacher machen, nämlich indem man hier auf Main und auf Main 1 geht und dann kann man die hier dementsprechend einfach muten. Dann sind sie raus. So, jetzt dürften die eigentlich in keinem Main mehr drin sein. Main 1, Main 2, Main 3, Main 4. Ich nehme die auch raus, falls ich mir hier später noch Kanäle anlegen will. So. 3, 4. Genau, also ihr seht, aus jedem Main habe ich jetzt die Kanäle rausgenommen. Dafür muss ich die Gruppen aber jetzt in die Mains reinschicken. Und zwar nur die Vocals-Gruppe und die Band-Gruppe. Denn diese Bandgruppe hier, die besteht aus Drums, New York Drums und Instrumenten. Und das heißt, ich wähle jetzt hier den Bus Band an, das ist der Bus 5, und schicke diese 3 Gruppen, man sieht es auch, wenn ich jetzt hier einen anwähle, und zwar jeweils mit 0 dB in diesen Bandbus. Und genau, ich verlasse das Ganze wieder. Ich kann jetzt auch die Gruppen schon mal alle auf 0 dB schieben. So würde ich immer starten. Auch die Bandgruppe schiebe ich schon mal auf 0 dB. Und habe jetzt Folgendes quasi gemacht. Ich schicke die einzelnen Instrumente jetzt hier schon mal in die Gruppen. Und die Gruppen mische ich mir nochmal zusammen auf den Bandbus, also diese 3 Gruppen auf den Bandbus, und den Vocalbus, den schicke ich dann parallel mit dem Bandbus zusammen auf den Main. So mache ich das immer. Was wir jetzt noch tun müssen, ist, wir müssen hier diesen Pen-Mode aktivieren. Es gibt jetzt in der neuen Software für die Wing 304 bzw. 3.0 diesen
Link Send Pen to Channel Pen. Und den muss ich jetzt aktivieren, sonst hat nämlich dieser Pen-Regler hier unten keinen Einfluss, wenn ich den Kanal auf eine Gruppe geroutet habe. Sondern dann hat er nur Einfluss auf den Main, aber ich habe ja auf keinen Main geroutet. Deswegen ja, müssen wir jetzt hier mal schnell umständlich bei den ganzen Kanälen diesen Mode anmachen. Gut, erledigt. Wir speichern einfach mal ganz kurz hier das Setup ab. Nächster Step, wir legen Effektbusse an. Dazu bieten sich die Busse an, die sowieso schon im Post-Fader-Modus sind, nämlich 11 bis 16. Und ja, nehmen wir doch die. Fangen wir auf der 11 an mit einem Hall. Den lade ich mir jetzt zuerst mal hier in einen Effektslot. Ich nehme diesen VSS3 Reverb. Wo ist er? So, Gesangshall. Dann ein Tap Delay, also dieses Stereo Delay. Und ich will noch einen Vintage Reverb für die Drums. So, und die legen wir jetzt hier in diese drei Busse 11 bis 13. Das heißt, Bus 11 nehmen wir den Pre-Fader-Slot, machen den On, laden den Hall rein. Bus 12 nehmen wir den Post-Fader-Slot diesmal, laden das Delay rein. Dann kann ich nämlich mit diesem Fader bestimmen, wie viel Signal ins Delay geschickt wird. Und wir nehmen den Bus 13 Pre-Fader und laden hier den Drum Room rein. So, ich beschrifte das noch ganz kurz. Die schicken wir jetzt auch nicht direkt auf den Main, sondern den Hall schicken wir hier in die Vocal Group mit rein. Post Fader mit 0 dB. Das Delay schicken wir ebenfalls in die Vocal Group mit Post Fader 0 dB. Und den Drum Room schicken wir eben in die Drums Group mit 0 dB Post Fader. Jetzt müssen wir Signal von den Channels in die Effekte schicken. Dazu nutzen wir wieder hier diese Sense und Fader Funktion. Ich gehe auf den Bus 11. Das ist der Vocal Hall. Dann brauche ich entsprechend hier meine beiden Vocals einschalten, 0 dB. Das gleiche mache ich mit dem Delay Bus. Allerdings schicke ich dann nur den Hauptsänger, also den Hauptvocals rein. Und der 13 ist der Room. Da schicke ich jetzt natürlich das Drumset rein, und zwar die Snare Bottom, Hi-Hat nicht zu viel, die Toms und das war's. So, somit habe ich jetzt einmal meine Mixing-Busse, meine Gruppen, und ich habe auch meine Effektbusse aufgebaut. Wir verlassen natürlich hier wieder diesen Sense- und Fader-Modus, sind jetzt wieder im Main 1 bzw. auf der Mix-Oberfläche, und jetzt können wir das Mischen anfangen. Wir starten jetzt hier mit dem Gesang, weil eben diese Vocals später ja unsere maximale Lautstärke festlegen. Lassen wir mal laufen und schauen mal, ob hier schon was ankommt. I've been trying to call. I've been on my way for long enough. You can even tell me how to love. So, also ihr hört, es kommt der Gesang hier an. Und jetzt fangen wir mal an, den ein bisschen zu bearbeiten. Wir machen jetzt da mal richtig einen krassen Gesang draus. Und dazu lade ich mir hier ein paar Effekte rein. Als erstes in den Gate-Slot einen, wo haben wir den? Source Extractor. Der sorgt dafür, dass wenn kein Gesang kommt, dass einfach der Rest, die Hintergrundgeräusche auf der Bühne ein bisschen reduziert werden. Dann hier den Wing-Kompressor, den Wing-Equalizer, den lassen wir so. Dann den Kompressor. Dann nehme ich einen No-Stressor. In den ersten Insert lade ich mir jetzt einen externen Effekt. Und zwar, den lege ich mir hier rüber, weil das ein Standardeffekt ist, nämlich der Pitch FX. Pitch FX, das heißt jetzt, ich gehe in die Effekte, ich wähle den an. Und hier Inserts einmal auswählen. Und in den zweiten Insert lade ich mir auch einen externen Effekt, nämlich einen Dimension Chorus. Ich mache jetzt die hier nochmal aus. Stereo kann ich sowieso ausmachen, aber ich mache jetzt hier die FX-Prozessor nochmal aus, und wir fangen mal an, hier den Primary Source Extractor oder den Source Extractor einzustellen. I can't see clearly when you go. Oh, and I said, ooh, I'm blinded by the light. Oh, when I'm sleeping, you're the one. So, ganz kleines bisschen. Dann gehen wir mal in den Equalizer rein. I touched, and I said, ooh, I'm drowning in the night.
Oh, when I'm like this, you don't wanna rush. Hey, 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 hey. I've been trying to call. I've been on my way for long to show. This is when I hit the ground of snow, baby. Ooh, since it is cold and empty, and no one's trying to touch me, I can see clearly when you're Möcklingen, ihr seid dran. Okay, so, gut. Ihr seht, das ist jetzt der Gesang vom Equalizer. Ich lasse den jetzt mal so. Natürlich muss man da später noch dran arbeiten. Jetzt Kompression, No Stressor, Attack auf 3, Release auf 4, 6:1. Ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you don't wanna rush. You really have to show. You really have to go. Never let you go. And I said, ooh, I'm blinded by the light. Okay, als nächstes schalten wir den Pitcher ein und hören mal an, wie wir den einstellen. Den können wir, ich glaube, wir können das ruhig ein bisschen übertreiben hier. Oh, when I'm sleeping, you don't wanna rush. Ooh, I'm blinded by the light. Oh, when I'm sleeping, you don't wanna touch. And I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you don't wanna rush. Gibt ein bisschen so einen leichten Autotune-Effekt. Das will ich jetzt einfach mal probieren. Und jetzt noch der Chorus. I've been trying to call. I've been on my way for long enough. Okay, also irgendwie, ich glaube, dieser Chorus gefällt mir nicht, aber ich gebe nicht auf. Wir können ja mal den anderen Chorus probieren, nämlich diesen Stereo-Chorus. Der hat ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten. Wanna touch. And I said, ooh, I'm drowning in the night. Ja, besser. Okay, jetzt Snare. So, und ihr hört schon mit der Snare, da gibt es jetzt einiges zu tun. Also zuerst mal gaten wir die. Wir nehmen Soul Gate. Oh, Ich mache jetzt auch den Gesang mal aus, weil wir haben jetzt ungefähr eine Lautstärkereferenz. So, Snare unten leichter Bauch bei 200 ungefähr. Dann ziehen wir hier oben mal ein bisschen was. Und Höhen. So, dann braucht die Snare Kompression. 1176er, nichts anderes kommt mehr auf die Snare. Und zwar Dr. Pepper 3, 5, 4:1. So, ihr merkt, die kriegt schon ganz schön Dampf im Mix. Wer sich jetzt immer fragt auf diesen super neuen Rocknummern, was das immer für geile Effekte sind auf der Snare, dass die, oder beziehungsweise wie die Snare da gemischt wird, dass die so ganz viel Brillanzen und so ganz viel oberen Attack hat, das zeige ich euch jetzt. Da nehmt ihr am besten hier einen Effekt. Und zwar hier drüben legen wir den rein. Und das ist der Exciter. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich mit dem Exciter auf der Snare arbeite.
Hört ihr das? Da kriegt er so richtige brillante Höhen. Macht richtig viel aus. Ich mache mal AB. So, da brauche ich fast keine Snare Bottom mehr. Ich stelle es vom Mixer noch ein bisschen wieder zurück. Hören wir es dann im Gesamtmix an. Was ihr allerdings hört, ist, dass die Snare jetzt mega arg knallt. Sehr knallige Snare. Und das liegt daran, dass die halt ziemlich hoch gestimmt ist. Und jetzt habe ich mir hier einen zweiten Snare Top Weg angelegt. Und auf diesem zweiten Snare Top Weg mischen wir uns jetzt mal eine Snare, die ein bisschen tiefer ist, die wir dann zum eigentlichen Snare Signal wieder hinzumischen. Auch hier setzen wir erstmal wieder ein Gate drauf. Und zwar auch das Soul Gate. So, hier brauchen wir jetzt keinen Fast Attack, weil wir haben ja schon genug Attack. Bevor wir jetzt hier einen Equalizer drauf machen, legen wir uns erstmal diesen Insert drauf. Und zwar nehme ich jetzt hier mal auf einem freien Slot hier drüben nochmal den Psycho Bass. So, und hört mal, was der jetzt macht. So, man hört das echt gut. Der gibt jetzt einfach Frequenzen zu, die im eigentlichen Snare-Signal nicht da sind. So, und mit dem, jetzt können wir den Equalizer auch drauf machen. Ich würde hier sogar den Equalizer, das kann ich hier übrigens auch machen, nach dem Effekt setzen. Wir komprimieren auch den ein bisschen. Nehmen wir auch mal den, dann nehmen wir nicht den 1176er, dann nehmen wir jetzt den Eternal Bliss, weil der schnellere Attack-Zeiten hat, weil ich möchte schneller eingreifen. So, weil ich brauche jetzt hier nicht mehr den Attack. Den Attack habe ich schon auf diesem Kanal. Ich brauche jetzt hier auf dem Kanal mehr Sustain. Im Equalizer ziehe ich mir jetzt auch hier ein bisschen was raus. Also ich mache trotzdem den Low Cut drauf. So, hören wir mal. Snare ohne Psycho Bass, Snare mit Psycho Bass. So, und an dritter Stelle hier, da habe ich jetzt nochmal ein Snare-Signal, aber da lade ich diesmal kein Snare-Signal rein, sondern da lade ich mir jetzt hier aus dem Routing, aus den Sources, einen Oszillator. Ich habe zwei davon. Ich nehme jetzt mal den Oszillator, ich nehme den 2. Und den stelle ich mir jetzt hier auf eine Sinuswelle von so knapp 200 Hertz. Und den definiere ich jetzt hier als Source für diesen dritten Kanal. Und was ich mir daraus jetzt baue, ist einen Snare Sustain, einen FX Snare Sustain, der immer ein bisschen mehr nachklingt, um die Snare einfach ein bisschen länger zu ziehen, um der ein bisschen mehr Raum zu geben. Okay, das heißt, wir nehmen dazu ein Gate. So, und wir triggern das mit dem Snare-Signal. Schauen wir mal, wie es bis jetzt klingt. So, jetzt müssen wir noch die richtige Frequenz finden. Dazu wieder ins Routing. So klingt jetzt die Snare. Das ist schon ein Unterschied, wenn ich mir das jetzt so anhöre. Und als nächstes kümmern wir uns jetzt um die Bassdrum. Wir fangen mal an mit dem Kick-Out. Auch der kriegt natürlich sein Gate. Auch der kriegt aber das Soul Gate.
So, das ist jetzt die Kick-Out und die ist jetzt bei mir hier für den Bassanteil zuständig, nicht für den Kick-Anteil, das ist ganz wichtig. So, und parallel habe ich jetzt hier meinen Kick-In und den mische ich jetzt dazu und schau mal, dass ich die ungefähr treffe. So, auch die Bassdrum braucht übrigens noch ein Gate. So, dann die Kompression. Fangen wir mit dem Kick-In an. Auch hier 1176. Kompression auf die Kick-Out. Hört ihr das Drumset? Das schiebt jetzt schon ordentlich. Wir vergleichen mal schnell die Lautstärke zum Gesang. I'm drowning in the night. When I'm like this, shadow I'm not. So, ich höre jetzt gerade hier mit frischem Ohr wieder rein. Wir nehmen hier ein bisschen diesen Chorus noch raus und den Pitch-Fix, ja. Rush. Hey, hey, hey. Gut, dann mischen wir jetzt die Hi-Hat dazu, beziehungsweise Snare Bottom haben wir noch, die mischen wir dazu. Ich muss hier die Frequenz ein bisschen umstellen von dem Oszillator, der passt noch nicht ganz zur Snare. Das lassen wir jetzt mal für einen Moment so. Wir mischen die Hi-Hat dazu. Übrigens, ich kann hier oben mal hergehen und kann diesen Solo-Mode auf Solo in Place stellen, weil dann kann ich einfach wie bei einer DAW mit dem Solo-Button hier alle anderen muten und nur noch diesen Channel abhören. DBX 160 Kompressor drauf. Dann Equalizer. Können wir ziemlich aufziehen.
So, wenn ich jetzt die Toms mischen will, dann ist es natürlich blöd, wenn die nur dreimal im Song vorkommen. Deswegen habe ich jetzt hier einen Tom-Loop mir gesetzt in der DAW und den lasse ich jetzt einfach laufen. Dann können wir uns die Toms auch einstellen. Ich mache hier Solo. Wir legen ein Gate drauf. Kompressor. Equalizer. Tom 2. Komprimierung. Equalizer. Stand Tom. Equalizer. Stand Tom geht ziemlich tief runter. So, Toms im Vergleich. Jo, Overheads. Low Cut drauf. So, Kompressor DBX 160. So. So, Right Equalizer mit Low Cut bis 200. Oben ziehen wir ein bisschen was. Dann ziehen wir zwischen 5 und 6 wegen den Beckenfrequenzen. So. Ja, wir ziehen doch ein bisschen mehr hier. Dann haben wir die Overheads noch. Und auch hier DBX 160 Kompressor drauf. So, jetzt hören wir uns das Drumset mal im Kompletten an. Ich ziehe mal die Overheads und das Ride hier nochmal raus, die schieben wir dann im Nachgang dazu. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Panorama. Das Ride steht von unten gesehen links, also schieben wir das Ride ein bisschen nach links. Und jetzt passiert übrigens genau das, was ich euch vorhin gesagt habe. Wenn ihr jetzt hier
in den Gruppen diese Pan-Links nicht aktiviert habt, dann wird hier nichts passieren. So aber kann ich im Panorama links und rechts wechseln. Also wir gehen hier mal auf minus 70. Dafür schiebt man die Hi-Hat auf plus 30 nach rechts oder plus 40 sogar nach rechts. So, dann die Toms verteilen wir wie folgt. Die 1er schieben wir auf 50 rechts, 2 bleibt Mitte, 3 geht 50 links. So. Genau, und jetzt brauchen wir noch unseren Effekt. Den haben wir ja schon soweit vorbereitet, den müssen wir uns jetzt bloß noch mischen. Das heißt, ich springe jetzt hier auf den jeweiligen Bus, wo ich den Effekt auch angelegt habe. Hier, der Drum Room. Und zuerst stellen wir uns den Effekt, die Effektlautstärke ein und danach dann quasi den Equalizer. Mir gefällt bei der Bassdrum jetzt noch ein bisschen ein Schmatz oben rum. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin ja mehr so der Rock-Metal-Freund und deswegen baue ich mir jetzt hier aus einem zweiten Exciter. Ich habe ja hier noch Slots frei. Ich baue mir jetzt aus einem zweiten Exciter einfach noch einmal so einen richtigen Schmatzi. Wir müssen jetzt hier in den Bussen den New York Bass und den Drums Bass noch komprimieren. Das haben wir noch nicht gemacht. So, wir fangen mit dem Drums Bass an. Wir nehmen hier ebenfalls einen Kompressor, und zwar einen 1176er. Der passt zu Drums wie das Öl zum Salat. Und ich mache jetzt hier ganz wenig Kompression im normalen Bus, nicht viel. So, der macht jetzt wirklich ganz wenig, maximal minus 1 dB, vielleicht minus 2, aber maximal. Denn der ist eigentlich nur dafür da, dass die beiden Busse die gleiche Latenz haben. Denn auf dem New York Bus, da kommt jetzt auch ein 1176er und der wird jetzt richtig hart gefahren. Ich nehme den auch jetzt mal komplett raus hier und fahre den mal wirklich mit einer Komprimierung von 20:1 an. Und ja. So, also ihr seht, dieser Dr. Pepper Mode macht sich immer gut. Übrigens, wer mehr wissen will über den 1176er, mein Kumpel Stöcki und ich haben den mal getestet. Ich blende euch mal das Video ein. Wir ändern noch kurz den Reverb ein bisschen. So, kann sein, dass wir den Drum Reverb dann oder den Drum Room dann noch ein bisschen nachstellen müssen. So, hier in dem New York Drums Bass, das habe ich ganz vergessen. New York Drums heißt, man muss ein bisschen was anschieben. Und zwar am Equalizer. Wir haben hier nichts, aber hier am Equalizer schieben wir. Und dazu nehmen wir jetzt diesen Even. Bei einer Frequenz von 110 schieben wir ein bisschen was an. Und bei einer Frequenz von 10 Kilo schieben wir ein bisschen was an. Das gehört zum New York Drums dazu.
Lassen wir mal so und gehen jetzt mal hier in den Bass. So, also der kommt ein bisschen verzerrt, das ist schon ganz cool. Ich würde den jetzt hier ein bisschen komprimieren und zwar nehme ich für den Bass den Eternal Bliss. So, ihr seht, ich kann da oben auch ein bisschen die Gain reduzieren, dass ich mag es immer ganz gern, wenn die Fader später auf 0 sind, dann weiß ich auch, wo mein Ausgangspunkt ist. Equalizer, da brauchen wir ein bisschen was. Ich würde trotzdem einen Low Cut setzen, zwar nicht so tief, aber so bei 30 oder so. So, dann bei 100 Hertz würde ich ein bisschen einen Platz lassen hier. Dann würde ich hier in der Mitte ein kleines bisschen ziehen. So, der klingt schon von allein ziemlich gut. Ich mache oben noch ein bisschen Platz für andere Instrumente hier. Ja, stark. So, und jetzt brauchen wir hier in den Gate-Slot noch einen Ducker, den ich auf die Bassdrum ziehe. Also Key Source ist die Bassdrum und der bei jedem Bassdrumschlag 7 dB aus dem Bass rausnimmt. So, seht ihr das? Immer wenn die Kickdrum kommt, jetzt macht er hier so, machen wir mal 4 dB. Ja, zieht die Kickdrum aus dem Bass raus. Das sorgt einfach dafür, dass die Kickdrum immer klar vor dem Bass ist. Das muss einfach so sein, meiner Meinung nach. Okay, das hört sich jetzt gar nicht mehr so schlecht an bis jetzt. Und jetzt kommt die große Kunst, hier noch die Gitarren und die Keys und die Samples mit rein zu basteln. Wir fangen mal jetzt mit der Gitarre an. So, die Gitarre kommt Stereo, aber ich hätte gern Kontrolle über die Stereobreite dieser Gitarre. Deswegen gibt es hier bei den Effekten diesen wunderschönen, den Velvet Imager. Und den ziehe ich mir jetzt hier auf die Gitarre und zwar gleich in den ersten Insert. Den kann ich hier auch ziemlich an den Anfang schieben. Mache den an, nehme diesen Velvet. Und jetzt habe ich kompletten, also jetzt kann ich die Stereobreite im Endeffekt modifizieren. Wir hören mal solo in die Gitarre rein. So, ihr hört, dass die schön Stereo ist. Also ich kann mal einen A-B-Vergleich machen. Und ich sehe hier auch unten gleich die Phasenkorrelation. Das heißt, wenn es zu arg Richtung -1 geht, dann löschen die Phasen sich aus. Deswegen im Plusbereich bleiben. Ich habe auch hier nochmal die Möglichkeit, im Pen über die Breite die Gitarre auch nochmal zu verbreitern, wenn ich das möchte. Ich lasse das jetzt mal bei 100% und schau mal, was ich mit der Gitarre sonst noch machen muss. Definitiv braucht die Gitarre einen Kompressor.
Hier kann man ganz gut nehmen diesen Soul 9000 Kompressor, SSL Kompressor. So, -6 und dann brauchen wir ein bisschen Equalizer. Auch hier Low Cut drauf. Bisschen Säge. Bisschen Platz für den Gesang lassen. Wir hören jetzt Somme. So, Achtung, wichtig, Snare Bottom, Phase drehen. Snare ein bisschen länger machen. Wir brauchen die zweite Gitarre. Auch die zweite Gitarre kriegt jetzt diesen Velvet. Okay, auch den schieben wir an den Anfang. So, ihr seht, man kann die Plugins hier super geil wechseln. Und auch hier hören wir mal rein. Wichtig zu wissen, diese Gitarre ist eigentlich Mono und aus der machen wir jetzt eine Stereo-Gitarre. So, schau, ist die Stereo. Low Cut drauf, kann ruhig bis 120 Hertz gehen. Bisschen Fundament. Bisschen Platz für den Gesang. Bisschen Schmacke, bisschen Sägen. Und dann Kompression. Und ein bisschen Gain. So, ihr seht bei der Gitarre, da kommt ein bisschen zu wenig Pegel an, also die ist sehr leise. Jetzt könnte ich hier einfach den Trim nehmen und ein bisschen mehr Pegel reinschicken. So, wir versuchen mal die beiden Gitarren ein bisschen besser zusammenzubringen.
jetzt lassen wir die Gitarren mal so stehen, müssen aber jetzt natürlich noch das Sample und die Keys mit reinpacken. Sample und Keys, auch hier machen wir einen Equalizer drauf und auch hier machen wir einen Kompressor drauf. Hier nehme ich jetzt einfach mal einen Soul Bus Kompressor. Die sind ja schon vorgemastert, die sind ziemlich weich, ihr werdet es gleich hören. Da braucht man nicht so viel komprimieren. Kompressor auf die Samples, ebenfalls Buskompressor. So. Mehr muss es hier gar nicht sein. Jetzt gehen wir in den Equalizer. Ziehen wir hier oben ein bisschen was raus. Wir können auch hier ein bisschen Höhen drauf geben. Und Low Cut. Wir gehen wieder in die Keys. Hier können wir Höhen vertragen. Ein bisschen was ziehen wir hier auch raus, um Platz für den Gesang zu lassen. Einfach ein bisschen Platz machen. So, auch die sind Stereo, aber auch hier kann man jetzt nochmal über den Velvet wesentlich mehr Stereobreite rausholen. Gut, dann machen wir das gleiche hier mit dem Sample. Insert nach oben, Prozessor auswählen. Hier haben wir noch einen frei, jawohl, On und Velvet. Jawohl, schön die Pads. Können wir ruhig ein bisschen Breite kriegen. Immer auf die Korrelation schauen. Alles okay soweit. Okay, lasst uns das mal miteinander alles anhören. So. Okay. Jetzt den Gesang dazu. Und den Gesang, den schalten wir jetzt auch mal kurz auf Solo und geben dem ein bisschen seinen Hall und seinen Delay. Baby, I look around and since it is cold and empty and no one's trying to touch me, I can see clearly when you go. Oh, and I said, ooh, I'm blinded by the light. Oh, when I'm sleeping, you're the one I touch. So, ihr seht, der Tab ist hier. And I said, ooh, So, wir schalten zurück auf alles und hören es uns mal an. Turning in the night. When I'm like this, you're the one I rush. Hey, 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 hey. Wir nehmen uns einen anderen Hall. Ich habe jetzt Medium Vocal Hall geladen. Es gibt hier aber auch noch andere, zum Beispiel Konzert 1. Mal schauen, wie der ist. I've been on my way for long to show. This is when I hit the ground of snow, baby. Ooh. Okay, wir können den Gesang sogar ein bisschen zurücknehmen. Das machen wir hier über den Distressor oder No-Stressor. So, und jetzt gehen wir in die Busse. Wir haben ja hier noch Busse.
Einmal den Instrumentenbus, auf den legen wir uns jetzt ein kleines bisschen einen Buskompressor drauf. Wir hören in den auch mal rein. So, und auf den Vocal Bus, da legen wir uns jetzt einen LTA 1000 BE. Attack machen wir fast und schauen mal, wie wir es vom Gain und von der Reduktion her einstellen müssen. Night. Oh, when I'm like this, you don't wanna rush. Hey, 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 hey. Okay, also wie gesagt, LTA 100 oder 1000, ja 100 auf dem Gesang. Und jetzt kümmern wir uns noch um den Bandbus. Und in den Bandbus können wir jetzt hier, auch hier laden wir wieder einen Insert rein. Jetzt seht ihr schon, wir haben schon einiges an Insert-Slots jetzt verbraucht. Und zwar All Channel FX Mastering. Und in dem All Channel FX Mastering haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Effekte drin. Und mit dem arbeiten wir jetzt diesen Bandbus noch ein bisschen auf. I've been trying to call. I've been on my way for long enough. You can even tell me how to love, baby. I'm running out of time. This is what I really want to see. When I hit the ground and start to scream, baby. I look around. So, ich nutze also hier im Bandbus jetzt erstmal nur den Limiter. Ich könnte noch Enhancer, EQ und Tape nutzen, aber vorübergehend bin ich mal mit ein bisschen Lautstärke hier zufrieden. Das Ganze komprimiert einfach die Bandsumme, ohne den Gesang zu beeinflussen. Jetzt gefällt mir die Snare im Mix aktuell noch nicht ganz. Was ich jetzt im nächsten Step noch mache, ist erstmal, hier steht noch zweimal Snare Top, sehe ich gerade. Das gefällt mir nicht so gut. Dazu springe ich jetzt mal hier in das Icon Color und ich kann jetzt hier diesen Link Customization to Source, den kann ich ausmachen. Dann seht ihr, dann ist nicht mehr das Symbol und die Beschriftung von der Source auf dem Kanal, sondern dann kann ich den frei benennen. Ich mache den jetzt gelb, weil das eigentlich ein FX-Kanal ist und wir brauchen das Snare-Symbol und Name Snare, beziehungsweise nein, SN, Oct. Oct steht jetzt hier für Oktave, denn ich will jetzt mal statt diesem Psycho-Bass hier einen Oktaver versuchen. Wir laden dazu aber einen neuen. Hier drüben den Psycho-Bass lasse ich mal drin im Slot. Ich gehe hier auf einen freien Slot und lade mir einen Oktaver. Ja, Stereo Pitch. Nehmen wir den. Den können wir mit Sicherheit als Oktaver nutzen. Wir müssen hier nur das Delay natürlich runterstellen, sonst kommt das verzögert. Und einfach mal, ich mute mal die anderen Snare-Kanäle und wir hören uns mal nur den an. Jetzt muss man natürlich probieren, wenn man die Snare jetzt hier pitcht. Dann machen wir im Endeffekt Folgendes. Wir haben ein Original-Snare-Signal und durch das Pitchen generieren wir ein zweites Snare-Signal. Und ich will aber trotzdem natürlich versuchen, das zweite Snare-Signal in etwa in eine harmonische Frequenz zu bringen mit dem ersten Snare-Signal. Sonst hört sich das irgendwie unnatürlich oder sonst hört sich das nicht gut an. Das heißt, wir lassen beide Snares mal laufen und versuchen die ja so ein bisschen anzugleichen, dass die miteinander harmonieren. So, also 6
Semi und 8 Cents, also 6 Halbtöne und 8 Cents. Das passt jetzt ganz gut und ich nenne das jetzt trotzdem nochmal um, weil ich bin hier Perfektionist. Das heißt jetzt nicht Snare Oct, sondern das heißt Snare Pitch. Denn die Snare ist ja hier jetzt gepitcht. So, und hier habe ich jetzt noch meine Snare Sustain. Den muss ich natürlich jetzt auch noch angleichen. Hier drauf ist ja der Oszillator, der quasi immer mit einem Gate geöffnet wird bei jedem Snare-Schlag. Und den muss ich jetzt auch noch ein bisschen angleichen. Und zwar auf die gleiche Frequenz ungefähr wie der. So, also da brauche ich gar nichts mehr machen, das passt schon von der Frequenz her. Das habe ich schon ganz gut hinbekommen. Jetzt hören wir uns mal die Snare im Kompletten an. So, jetzt kommt natürlich diese Snare deutlich später. Also die gepitchte Snare kommt ein bisschen später als die andere. Das hört sich jetzt nämlich so an. Aber wir können ja hier jetzt ein bisschen entgegenwirken, indem wir das Gate, wir nehmen hier ein anderes Gate, nämlich jetzt für den Pitch-Kanal und dann nehmen wir jetzt einfach mal das ganz normale Gate, denn das kann ich hier ein bisschen vom Attack her verzögern und dann fällt das gar nicht mehr so auf, dass die später kommt. So, hört ihr das? Der Attack ist jetzt weg und dadurch fällt das gar nicht mehr so auf, dass die ein bisschen später kommt. Die darf sogar ein bisschen später kommen, weil es würde ja bei einer Snare erst der Stick auf dem Fell einschlagen und dann der Kessel erst zu schwingen anfangen. So, also, wie gesagt, ich habe jetzt hier wirklich 57 Millisekunden weggeschnitten, sodass die beiden Signale ineinander übergehen. Und jetzt muss ich trotzdem hier bei dem Sustain, bei dem Oszillator, die Frequenz noch ein bisschen nachstellen, weil wenn ihr da mal hinhört, das hört man jetzt ziemlich deutlich. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Also ich würde jetzt mal gesagt so einen Halbton Unterschied. Routing, Sources, Oszillator. Schauen wir mal. So, ich glaube, jetzt harmonieren sie ganz gut. Also nochmal hier. Snare ohne Pitcher, Snare mit Pitcher, Snare mit Oszillator. Snare Bottom dazu. Bei der Snare Bottom fehlt mir noch ein bisschen ein Attack. Das mache ich jetzt hier über einen Wave Designer. Und da kann ich ruhig unten bei 200 noch ein bisschen was reingeben. So. Mal hören. Wir geben bei der Snare noch ein bisschen Höhen rein. So, lassen wir es jetzt mal. Jetzt möchte ich noch die Snare noch ein bisschen weiter in den Vordergrund bringen. Wir brauchen zwei neue Busse. Das eine ist jetzt ein Vocal Bus, ein zweiter. Ich nenne den jetzt mal Vocal Comp. Erkläre ich euch gleich warum. Color, Gelb, FX, ne, hier Vocal. Und das andere ist ein Snare Bus. Snare. Und den nenne ich jetzt SN Trigger. So. So, also zwei Busse. Und in den Snare Trigger Bus, da schicken wir jetzt die Snare rein. Und zwar Snare Top. Hier Sense. Wir brauchen Busse, wir brauchen Snare Trigger Group.
Und wir machen hier links Send Pan to Channel Pan. Das machen wir ja immer. Übrigens, es gibt hier jetzt eigentlich, in der neuen Firmware gibt es ja auch einen Bus Pan. Der ist jetzt hier mit drin. Den stellen wir auf 0, aber wir machen hier den, genau. Und dann schicken wir die Vocal-Gruppe von der ersten Gruppe, schicken wir die weiter in die nächste Gruppe. Und ihr seht jetzt hier in der ganz neuen Firmware ist jetzt auch, vorher gab es ja hier unten ein Symbol, dass man Bus nicht in den Bus schicken kann, jetzt ist der Fader weg. Das heißt, ich kann jetzt Bus im Bus nicht mehr schicken, weil es hier keinen Fader mehr gibt. Okay, also wir schicken die Vocals in die Vocal-Gruppe, also von der Vocal-Gruppe 1, hier drüben in die Vocal-Gruppe 2, wieso ist die eigentlich gelb? Die muss so sein. Von der Vocal-Gruppe 1 rüber in die Vocal-Gruppe 2. Und jetzt brauche ich diesen Snare-Trigger. Ich lege jetzt nämlich in die Vocal-Gruppe 2 einen Eternal Bliss und trigger den fremd, und zwar durch dieses Snare-Trigger-Signal. Wir machen die Gruppe auf und wir legen die, genau, die Gruppe, die muss ich noch gucken, dass die nirgends rausgeht. Die muss überall, machen wir sicherheitshalber mal auf 0. Die darf nicht, die ist nur dafür da, um diesen Kompressor hier zu triggern. Und wenn ich den jetzt trigger, dann zieht er mir bei jedem Snare-Schlag aus den Vocals Gesang raus. So, wir machen hier noch schnell. Diese Vocals-Gruppe geht jetzt nicht mehr auf den Main, die geht in den zweiten Vocal, und der hier geht jetzt auf den Main 1. Und jetzt ist die Snare eigentlich ziemlich weit vorne. Brauchen wir ein bisschen mehr Effekt dazu. Ein bisschen mehr Snare-Effekt. Wir nehmen mal hier bei dem Effekt mehr Höhen raus, der ein bisschen dunkler wird. Pre-Delay größer machen. So, ein bisschen mehr Hall und Delay auf dem Gesang. So, wir haben noch eine zweite Gesangsspur hier, nämlich die zweite Vocal, die singt im Refrain immer mit. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich nehme den Chorus, den ich hier rein habe, in die einzelne Gesangsspur hier raus, lege den in meinen Vocal-Bus, und zwar in die Vocal 1 jetzt. Diese Vocal kommt ist nur noch da, um die Snare, um quasi die Vocals zu komprimieren, wenn die Snare kommt. Der Vocals ist eigentlich mein Hauptbus. Hier lege ich jetzt den Chorus wieder rein, so wie er gerade war, und schicke jetzt in diese Spur auch die zweite Stimme rein. Die zweite Stimme finde ich jetzt hier. Die müssen wir wahrscheinlich nicht großartig komprimieren. Ich mag es trotzdem. No Stressor drauf. Attack 3, Release 4, 6:1. Wir gehen hier in den Equalizer, wir cutten, und zwar cutten wir diesmal einfach unten rum ein bisschen was weg so, und aber auch oben, denn das ist jetzt wirklich nur eine zweite Stimme hier, das ist jetzt keine Leadstimme. Ich ziehe hier noch ein bisschen was in der Mitte. So, bei 800 rum hier. Und jetzt schiebt man die zweite Stimme, die singt im Refrain, die legen wir jetzt mit quasi in den Vocal Bass, ist auch schon so angewählt. So, schön dünn im Hintergrund, und jetzt schauen wir mal, ob der Chorus wieder sauber arbeitet. Okay, jetzt lassen wir es mal so und wenden uns nochmal dem Master zu. Und ich möchte jetzt mal hier mir einen Master aufbauen. Also den Main 1, das ist ja jetzt im Moment mein Mix-Channel, auf den ich runtermixe.
Und ich möchte jetzt einfach mal bei dem Main 1 einen Master aufbauen. Das heißt, ich nehme mir einen Kompressor. In dem Fall würde ich jetzt hier mal mit einem, wo ist er denn? Fairkit, Fairchild-Kompressor versuchen dann zu gehen, anschalten. Und hier in den ersten Insert, da habe ich ja jetzt noch ein bisschen Platz. Ja, dann nehme ich jetzt mal einen Max-Bass. Oder beziehungsweise, Entschuldigung, Psycho-Bass hier. Genau, hier zum Schluss vom Channel nehme ich mir einen Mastering mit rein. So, warum mache ich das jetzt? Weil ich jetzt hier im Endeffekt auf dieser Spur, auf dieser Main 1, möchte ich jetzt das Lied gleich mitmastern. Und damit ich einen AB-Vergleich habe, lege ich mir auf den Main 2 ebenfalls jetzt das gleiche Signal nochmal. Das heißt, ich schicke jetzt hier auf diesen einfach die Busse nochmal genau in der gleichen Form drauf, wie ich es auch hier mache. Also Bandbus, Vocalbus. Und zwar Vocal 2. So. Genau. Die schicke ich mir jetzt beide nochmal auf den anderen, auf den zweiten. Und kann somit jetzt abhören. Das heißt, das wird jetzt mein Masterbus. Das können wir gleich mal hier hinschreiben. Home, Name, Master. Und das wird mein Original oder mein Mixbus. Und je nachdem, welchen ich jetzt dann hier abhöre, mit Mute oder nicht Mute, sehe ich dann, wie der Mix und das Master sich unterscheiden. So, okay, fangen wir mal an. Also ich mache mal hier nochmal aus, das Ganze. Und wir fangen mal langsam hier mit diesem Fairkit an. Achso, was ich jetzt definitiv noch brauche, ist ein RTA, das ich auch sehe, wo wir eventuell noch Bedarf haben. RTA Source ist quasi Post, Range 60 dB, wir machen das auf Fast, Peak ist okay, RTA Autogen, Size Mode ist Hälfte, Color passt, Fixed Gain, okay, brauchen wir jetzt nicht, das lassen wir. So, schauen wir rein. I've been trying to call, I've been on my way for long enough. You couldn't even tell me how to love, baby. I'm running out of time. Okay, fangen wir mal an mit diesem Fairchild oder Fairkit. I look around and Sin City's cold and empty, and no one's come to touch me. I can see clearly when you're cold. Oh, and I said, ooh, I'm blinded by the light. Oh, when I'm sleeping, you're the one I touch. And I said, ooh, Okay, wir komprimieren leicht vor. drowning in the night. Oh, Wir geben jetzt mal den Psycho-Bass dazu. when I rush. Hey, 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 hey. Den Bass mit 0. Frequenz, gehen wir ein bisschen runter. I'm trying to call. I've been on my way for long to show. This is when I hit the ground of snow. Wir schauen mal ins RTA. Ooh, Sin City's cold and empty, and no one's come to touch me. I can see clear Okay, when you're merkling and ein bisschen zurück wieder. Jetzt machen wir mal die Master-Sektion an. oh yeah. Wir starten hier mit der Tape Saturation. I'm drowning in the night. Das ist natürlich jetzt ein bisschen viel. Like this, you're the one I rush. You really have to show. You really have to go. Never let you go. And I said, ooh, I'm blinded by the light. Oh, when I'm
sleeping, you're the one I rush. Ooh, I'm blinded by the light. Oh, when I'm sleeping, you're the one I A-B-Vergleich. and I say, Mix. I'm drowning Master. in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I rush. Hey, 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 hey. So, Equalizer. Wir geben ein bisschen mitten mit rein. Und zwar hier 650 Kilohertz. So, der Gesang kommt jetzt deutlich heraus. Den machen wir jetzt ein bisschen leiser. I've been trying to call. I've been on my way for long enough. Also wir können natürlich jetzt mit dem Limiter hier ziemlich Gas geben. Das heißt, ich stelle ihn wirklich auf minus 0,5 dB regeln und dann drehen wir mal ein bisschen hoch. And I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I rush. So, jetzt sind wir bei 0 dB ungefähr. Ja, jetzt arbeitet er ganz leicht, sind wir bei 0 dB somit. So Leute, jetzt machen wir den ersten großen Test. Ich packe jetzt das Ding, mische es mir einmal runter und höre es mir im Auto an. Wenn es diesen Autotest besteht, dann ist es gut. Den wird es aber nicht bestehen. Ich schreibe mir jetzt dann quasi alles auf, was mir noch nicht gefällt und komme nochmal hierher zurück. Den Song im Auto nochmal anzuhören, das kann ich jedem bloß empfehlen. Hier drin verbringe ich so viel Zeit, dass ich, oder beziehungsweise hier drin höre ich so viel Musik auf der Fahrt zur Arbeit und wieder nach Hause, dass ich diese Anlage halt einfach am besten kenne und somit ganz genau weiß, ob der Song jetzt gut klingt oder ob noch irgendwas fehlt. Ich höre mir den jetzt mal an und dann treffen wir uns wieder oben im Studio. Das Referenzhören im Auto ist natürlich immer sehr, sehr ehrlich und ich weiß jetzt, was wir noch brauchen. Man hat es vorhin am RTA schon ein bisschen erkennen können. Uns fehlt zum einen im Mittenbereich noch ein bisschen was, also vor allem in den unteren Mitten, so Richtung 1 Kilohertz. Da würde ich jetzt mal versuchen, die Gitarre noch ein bisschen besser rauszumischen. Vor allem die Rhythmusgitarre, aber auch die Leadgitarre. Wir probieren das mal. Der machen wir gleich weiter. Schauen wir uns mal die Leadgitarre an. Habe jetzt noch einiges hier nachgestellt. Ich habe quasi hier in der Master-Sektion Sub wieder ein kleines bisschen zurück, dafür die 650 Hertz noch ein bisschen angeschoben. Dann habe ich beim Gesang komplett eine Chain draufgesetzt, und zwar ist das die Vintage Chain oder der Vintage Channel, der besteht aus einem 1176er, wobei ich den jetzt hier nicht nutze. Dann hat er hier einen Pulsar EQ und einen Leveling Amplifier, also einen LA2er, und der bringt mir jetzt meinen Gesang noch ein bisschen nach vorne und ich finde, jetzt passt es eigentlich ganz gut. Ach ja, und die Gitarren habe ich hier im Bereich 1 Kilohertz einfach ein bisschen geboostet. Bei der ist das schon ganz schön viel, da fehlt ein bisschen was im Hauptsound und bei der einfach ein paar dB reingedreht. So, und ja, jetzt mische ich es nochmal runter und gehe aber davon aus, dass es jetzt ziemlich gut passt. Yes Leute, also das war sie, meine erste Mixing-Session auf der Behringer Wing Compact. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen, was das Pult kann. Man könnte sich damit jetzt natürlich noch Stunden auseinandersetzen, aber das würde einfach die Länge des Videos übersteigen.
Ich habe es nochmal vorhin gerade eben für euch zusammengezählt. Also wir haben jetzt hier verwendet im Mix auf 29 Spuren haben wir 61 Effekte eingesetzt. Also mit Kompressoren, mit Gates und mit den ganzen Effekten aus den Effektslots. Und ich habe quasi bei Effektketten jedes einzelne Plugin gezählt, jeden einzelnen Effekt. Und somit komme ich auf 61 und das ist schon ja, bei 29 Spuren und 61 Effekte, das ist schon ziemlich viel. Ich hoffe, ich konnte euch echt einen Eindruck vermitteln. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Pult jetzt so fandet. Ihr habt ja jetzt lang zugeschaut. Es war jetzt schon eine ganz schöne Monster-Episode heute wieder mal. Aber am Ende vom Tage muss ich sagen, hat es wirklich richtig Spaß gemacht, auf diesem Pult jetzt einen Song so zu mischen. Und als krönenden Abschluss dieser Folge würde ich sagen, wir schauen uns jetzt den eben gemixten Song nochmal zusammen mit dem Live-Video an. Ich sage schon mal, macht's gut und viel Spaß jetzt mit dem Song. Euer Basti. I've been on my way for long enough. You can even tell me how to love, baby. I'm running out of time. This is what I really want to see. When I hit the ground and start to scream, baby. I look around and since city's cold and empty, and no one's trying to touch me. I can see clearly when you're cold. So this is when I hit the ground of snow, baby. Ooh, since it is cold and empty, and no one's trying to touch me, I can see clearly when you're Möglingen, ihr seid dran. Auf geht's, Freunde!